Hallo liebe Fans von PS Speicher TV, hier ist Andy Schweizer, ich bin der Kurator des PS Speichers, speziell für Motorräder und Kleinwagen, und heute ist Bikertag. Und der Bikertag steht unter dem Oberthema Honda. Wir haben eine Show historischer Honda-Motorräder, wir haben aktuelle Honda-Motorräder von Honda Fuchs aus Oslo zum Probefahren, wir haben Honda Gott, Helmut Dehne, den schnellsten Mann bis heute auf der Nordschleife mit seiner Honda RC30 hier. Aber jeder, der mit dem Motorrad kommt, ist willkommen. Und es kommen Motorräder aller Größen, aller Marken, aller Baujahre, aller Farben. Das Wetter hilft uns und es ist eine saugeile Veranstaltung. Ich muss sagen, die Atmosphäre ist sehr entspannt, ruhig. Macht einfach Spaß an Motorrad, es brummt hier und da, also es macht einfach Laune, das Wetter passt natürlich auch und das ist klasse, toll. Einfach ein total entspanntes, cooles Event. Ich fahre seit ich 16 bin, Moped, das war schon eine Honda CB50, über eine 400 oder 550 und dann habe ich die da hier gekauft im Jahr 1985 im Mai und die fahre ich heute noch, hat mittlerweile knappe 300.000 Kilometer runter. Ja, man bleibt irgendwo hängen und Honda ist für mich einfach ein Qualitätsmaßstab, man setzt sich drauf, es passt. Ich habe mich nie im Stich gelassen, läuft immer. Fahrwerkstechnisch gibt es nichts dran zu meckern, also ich stehe keinem modernen Motorrad nach. Unglaublich, was hier los ist und so weiter. Es gibt hier einige herausragende Motorräder, die du halt nicht an jeder Ecke siehst, aber die Ansammlung, die ist besonders hier. Das findest du halt selten. Also mein Motorrad ist eine Suzuki T500, Baujahr 1973. Die hat es in Deutschland recht selten gegeben, weil war nicht gerade gefragt. Deshalb stammt sie hier auch aus Holland, also gab es von der nur ziemlich wenige. Also wir sind echt überrascht, dass so viele Motorräder hier sind. Wir waren schon mal im PS-Speicher, allerdings nicht zu so einem Event und auch nicht mit dem Motorrad hier. Da fehlte dann damals auch der Führerschein und die Maschine. Aber es ist schon toll heute hier. Das ist eine Road King von 2021 von Harley Davidson. An diesem Bikertag gefällt mir die Vielfalt, auch das Gesprächsniveau, was Motorräder anbetrifft, ist sehr zufriedenstellend und etwas, was in diesem Umfang sonst kaum geboten wird und auch in der Vielfalt nicht geboten wird. Das ist eine alte BMW R68, das war der erste 100-Meilen-Renner nach dem Zweiten Weltkrieg, nur in 1500 Exemplaren gebaut und damit überhaupt nicht mehr zu bekommen. Ich fahre sie, ich feiere in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum mit diesem Motorrad und das macht einfach Freude. Liebe Zuschauer, wir haben heute zum Bikertag, der ja unter dem Überthema Honda steht, einen ganz besonderen Gast hier, über den ich mich sehr freue. Helmut Dehne aus München. Helmut Dehne war in den 70er und 80er Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Motorradrennfahrer, der nie als Profi gefahren ist mit einem Werksvertrag. Er war 1976 mit seiner 1000er BMW der schnellste Mann auf einem Serienmotorrad auf der TT. Heute hat er uns eine Honda mitgebracht. Helmut Dehne, Sie sind das erste Mal am PS-Speicher. Wie ist Ihr Eindruck? Phänomenal. Sowas haben wir nicht einmal in Bayern. Die Anlage ist perfekt. Man kann nur staunen über die ganze Anlage, über das Ambiente rundherum, innen drin, die tollen Exponate. Es ist wirklich phänomenal. Sie sind nicht nur mit dem Übernachtungsgepäck gekommen, sondern haben auch dieses wundervolle Motorrad mitgebracht. Was ist das für ein Motorrad und warum spielt dieses Motorrad in Ihrem Leben eine ganz besondere Rolle? Ja, die ganz besondere Rolle spielt es wegen des Erfolges am Nürburgring mit der schnellsten Runde, die je ein Motorrad gefahren hat. Man muss sagen, Nürburgring auf der nun verkürzten Nordschleife seit 1984. Und seit 1984 gab es auch da keine Grand Prix mehr. So gesehen ist also diese Leistung nicht ganz so enorm. So, diese Honda ist ja schon immer ein seltener Anblick. Und sie ist eigentlich auch historisch und das Modell heißt RC30. Was macht dieses Motorrad zu etwas Besonderem und wie seriennah ist dieses zugelassene, aber doch für Sportzwecke optimierte Motorrad? Dieses Motorrad ist eigentlich völlig serienmäßig. Es hat ein paar käufliche Kippteile drin, die man unbedingt braucht.
um damit Motorsport betreiben zu können. Das ist zum Beispiel der Kit-Kühler. Dann hat sie auch später noch dazu gekriegt die Kit-Federung am Hinterrad, die man nicht unbedingt braucht, aber ein bisschen besser ist es. Und das ganz Besondere an dem Motorrad ist, es ist bestens geeignet für Naturstrecken, für wellige Fahrbahnen, denn eine so hervorragende Federung gibt es heute noch ganz selten an Motorrädern. Wenn ich nach der Mittagspause beim Fahrerlehrgang nochmal auf die Nordschleife gehe, dann meine ich immer, zwischendrin haben sie die Nordschleife neu geteert. So angenehm fährt dieses Motorrad auf der Strecke. Herr Dehne, Sie waren 1976 der schnellste Mann mit einem Serienmotorrad, mit einer selbst aufgebauten 1000er BMW auf dem 60 Kilometer langen Kurs der Tourist Trophy auf der Isle of Man. Und Sie sind bis heute auch noch der schnellste Mann auf der Nürburgring-Nordschleife. Lange Naturstrecken, die in ihrem Charakter an Landstraßen erinnern. Welche Faktoren sind wichtig, um auf solchen Strecken schnell und sicher Motorrad zu fahren? Also ganz wichtig ist präzises Fahren, ganz genau die Linie treffen und immer so ein bisschen unter dem Limit bleiben, so nicht die 105%, sondern lieber 95%. Dann ist man sicher unterwegs und kann auch sehr flotte Zeiten fahren. Das ist sowohl am Nürburgring wie vor allen Dingen auch auf der Isle of Man ganz besonders wichtig. Ja, vielen Dank für das tolle Interview und den Eindruck, den wir gewinnen konnten von Ihnen und Ihrem Motorrad. Ich hoffe, dass wir Sie bald wieder am PS-Speicher begrüßen können. Gern geschehen.